Let's head to the cafeteria, Zach. Jawohl. I hope they have some real coffee. Natürlich. I really need some coffee. Na, schon Then klar. we can head to the sheriff's office. After the coffee. There's a proper procedure for everything, right, Zach? So, hier können wir uns unseren Anzug, können wir da wechseln. Wir haben momentan, glaube ich, 3 Anzüge, genau. Das hat einen Sinn insofern, dass man anfangen kann zu stinken in diesem Spiel tatsächlich. Und dann fliegen die Fliegen um einen rum. Und ich glaube, die Leute behandeln einen dann ein bisschen komisch. Ansonsten, ich weiß nicht, was da noch sonst für Unterschiede sind, ob es da irgendwie Abzüge gibt oder sonst was. Deswegen sollte man ab und zu mal den Anzug wechseln und den alten waschen lassen. Hier kann man schlafen und ja, hier kann man nochmal speichern bei den Telefondingern. Im Bad ist noch ein Spiegel, da kann man sich rasieren, denn ebenfalls gibt's Bartwuchs. Ich glaube, das funktioniert ähnlich wie dieses Stinke-Prinzip. Irgendwann gucken dich die Leute komisch an, wenn du dich nicht rasierst, aber... Warum? Keine Ahnung. Ich würde mich über Bartwuchs total freuen. Ich bin dafür, wir lassen ihm einen Bart wachsen, denn Jörg sieht, sind wir mal ehrlich, ein bisschen weich aus. Ja? Finde ich. Ja. Für so einen richtig fiesen, rauchenden FBI-Agenten. Alle fehlt Raucher ihm sind noch, fies, das wusste ich gar nicht. Ja. Aber er hat doch so eine coole Narbe an der Wange und an den Haaren. Ja. Das macht ihn sehr Fies. unglaublich fies. Richtig fies. Saufies. Käsfies. So, hier gibt's Überteuerte Automaten. überteuerte Automaten, genau. Da können wir Essen und Trinken kaufen. Hey, willst du 4 Hier. Cracker für $35? Ja, $35 für einen Cracker. Das Nein, 4 klingt Cracker nach immerhin. 4 Cracker. Das klingt nach einem guten Preis. Dann nehme ich einen Cracker. 4 Cracker. Einen von Riesige 4 Crackern. Cracker. Und sogar nicht mal verpackt oder so, nein. Die kommen Nee. einfach raus. So, ein Lutscher für 24 Euro. Nein, das lasse ich mal. Ja, das ist auch ungesund. Das geht gar nicht. Also, Nee, dieser Cracker geht, aber vor allen Dingen der Kaffee mit Milch kostet die Hälfte vom Cracker. Mhm. Also nehmen wir uns einen Kaffee mit Milch. Sogar 3. Ja, Die kommen alle gleichzeitig raus und fallen dann runter und der Deckel fällt auf. dann verbrennen wir uns die Füße. So, Ja. wunderbar. Und dann sind wir wach. Das macht Kaffee. Ist ja egal, wie du wach wirst, Hauptsache der Kaffee wirkt. Hauptsache Kaffee. So, und jetzt wird's einfach nur noch absurd. Viel Spaß. Musik. Und vor allen Dingen viel Spaß mit dem besten Lied des Spiels. Oh, viel Spaß mit dem Ohrwurm vor allen Good Dingen. morning, Mr. Morgan. Your breakfast is ready for you. Thank you, Mrs. Polly Oxford. Just Polly is fine. Well then. Thank you, Polly. I'm starving. Is everything all right, Mr. Morgan? Yes, it's delicious, Polly. My compliments to the chef. I'm hoping my cooking will bring back repeat guests. Honestly, though, it's been a while since anyone has stayed here. I couldn't help but notice. Aside from you and me, there seems to be no other guests or workers around. What's that? The salt's in that white shaker there. Thank you. I was wondering if there were any other guests or workers here. Oh, no one else. My husband and I used to run this place, but he's in heaven now. You've been working here alone since then. Must be hard by yourself. Oh my, we're all out of pepper. I'm very sorry. It must be difficult to run a hotel by yourself. Well, yes, I suppose. I could just live on my pension. But I have to admit, running a hotel is kind of like a hobby of mine. That's nice. Polly, it might help to hear you better if you could sit a little closer. Oh my, Mr. Morgan, you're embarrassing me. So early in the day, too. I think I'm a little too old for you. And I still love my departed husband. May God rest his soul. I appreciate the invitation, but I'm fine over here. Polly, I can hardly hear you from all the way over there. You're exaggerating. This is fine. It won't do to be all clumped together with such a large table and cafeteria. We have to make use of all this space. Now tell me, that wound on your face, what happened? Let's just say I had some trouble during the last case I was working on. I'm sure it'll heal. It's just a flesh wound. Oh my, well, there's no need to be the tough guy here. I want you to be able to relax here.
I've prepared a special room for you. A famous rock star once stayed in the same room, you know. Really? I feel honored. If you need anything at all, just let me know. I'll help you out in any way I can. Zach, the lady is offering to help. Do you want to ask her about the town? Say, Polly, what can you tell me about this town? Well, let me see. You might know this already, but the town is called Greenvale. It rains here quite often, but it's a nice place, surrounded with nature. It was a big and prospering lumber town until not so long ago. We used to have a population of over 6,000 people. Less than a tenth of them left now. This hotel was built back then. We saw plenty of guests in those days. That's why this place is so big for such a small community. I have so many fond memories from back then. I suppose the clock on the community center is quite famous too. The clock? Oh yes, it's lovely. It rings in the morning and at night to let the whole town know the time. You'll hear it many times during your stay. It's a beautiful sound. And you'll love it too, I think. I look forward to hearing it then. Anything else you'd like to know about? Yes, actually, Polly. Could you tell me about the shops around here? Shops? Well, there aren't many. It is a small town, after all. You can do most of your shopping at the Milk Barn convenience store. The couple who run it are a unique pair. I'm sure you'll get to like them. The A&G Diner is a great place to eat. They might be open even if my kitchen is closed. If you want to go to a bar, there are two. The Galaxy of Terror and the Sweary 65. I don't care much for either of them. Bars are for the younger folk. We also have a gas stand, of course, the art gallery, and even a gunsmith. You should be able to find what you need. Thank you, Polly. Well, Mr. Morgan, I'd better start cleaning up. You just take it easy. I'll bring your coffee out in a moment. Thank you, Polly. I have to warn you, though, I am very particular about my coffee. The very best you have, please. I understand. I'll be right back with it. Did you see that, Zach? Clear as a crisp spring morning. F.K. in the coffee. I knew I could count on it. Never fails. Now then, let's get going. FK. FK. Viele Gefahren. Schreibt man so, ne? Ja, das ist richtig. Ich war wegen dem H nicht mal ganz sicher. Das kommt vorm I. Bei viele. Nee, bei Gefahren. Ach so? Ja, dann gehen wir jetzt mal los. Da können wir uns noch einen Kaffee nehmen, aber wir sind ja gerade ganz wach. Ja, ich fühle mich nicht. Das Luftanhalten war ein bisschen hart, ne? Ja, kann ich jetzt schon wieder ausatmen. Schön. So, auf in die große, weite Stadt. Applaus, Applaus, Applaus. Ich meinte nicht die Stadt hier hinter unserem Haus, sondern eigentlich die Stadt im Spiel. Aber schön, dass die Stadt sich freut, dass wir kommen. Ich stell's mir gerade vor. Die beiden kommen. Yeah! Ja, 39 Minuten für nix. Gut. Hast du Polly für 22 Mal umgelegt? Das funktioniert. Umgelegt. Ja, natürlich. Sie ist doch ein bisschen zu alt für mich. Ja, deswegen. Dose mit Eingemachten. The Pickles. The Pickles. Nicht eine Band? Wahrscheinlich. Die gibt's in Dosen inzwischen, das ist ja interessant. So. Oh, eigentlich mal gute Musik. Ja. A police car.
So we have King George to thank for preparing a car for me. A pleasant surprise, eh, Zach? Let's take it for a spin. I have to tell you, Zach, this place simply amazes me. The keys were left on the front hood, and nobody stole the car. Values. This town has what the country needs. Values. Let's head over to the sheriff's department. Jawohl. So geht das. Hier Turbo. Da Bremse, da rückwärts der Handbremse. Und die Hupen. Ansicht wechseln, reden, Scheinwerfer, Ansicht ändern, Navigation, links blinken, bla bla bla, alles überflüssig. Ist übrigens saudoof von der Steuerung. Die Steuerung vom Auto ist sowieso eine Katastrophe, aber ausgerechnet haben sie die LT, RT und LBRB-Tasten verwechselt. Heißt, du fährst auf den Buttons, nicht auf den Triggern. Sehr schön. Also da, wo du jetzt analog schön Gas geben und bremsen könntest, passiert ja nichts. Und oben auf den normalen Drecks-Buttons kannst du dann fahren. Dazu fällt mir eigentlich nur eins ein. So, dann haben wir da einen Turbo. Wir haben einen Turbo. Ich zeige jetzt einfach mal, wie schnell das Auto ohne Turbo fährt. Das ist die Maximalgeschwindigkeit. Übertreibst nicht. Achtung, Kurve. Oh. Zum Glück geht das nicht schneller. Das ist ja gefährlich hier. Ja, die Steuerung ist Woran das Auto macht. echt Panne. Es gibt Abzüge. Nee, das mache ich nicht. Das kostet Geld. Aber schneller wird das Auto nicht. Mit Turbo wird es so schnell. Oh Gott, das steigt hier immer noch weiter. Das Problem ist, den Turbo muss man dauerhaft gedrückt halten, was tierisch nervt. Außerdem geht oben die Adrenalinanzeige hoch. Du hättest abbiegen müssen. Und, ich hätte abbiegen müssen. Ich bin gerade so am Redefluss. Aber dafür gibt's ja die Handbremse. Und, ja, das Problem ist, dass dieses ganze Sirenen-Ding tierisch auf den Sack geht. Wir haben unten unterm Tachometer auch noch die Anzeige für Sprit und Schaden des Autos. Die sind beide auch relativ wichtig. Wir können ja gerade mal die Ansicht wechseln. Sieht schön aus. Boah, das war die Turbo-Taste. So. Wie es blinkt da oben, ist herrlich, ne? Anfallen. Blink, 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 blink. So, also so fährt sich's noch schlimmer. Hallo. Oh, red mal mit dir selbst. Ja, reden wir mal mit So, uns. Zach, about those bonus features in DVDs nowadays. You know, the ones from the 80s have almost no bonus material. Even if they do, it's a trailer and the visual quality is pretty bad. Well, that visual quality is a good reminder of those days. So many new audio and visual appliances were coming out back then. Do you remember the first video deck we bought? We bought it to record one of the Star Wars movies on TV. And remember when that video store opened, we spent hours there, just trying to find a good movie to rent. There weren't that many to choose from back then. I remember renting some really bad ones after reading those back cover taglines. Hey, remember? Attack of the Killer Tomatoes? Filmed in 1978. Produced, directed, written, and edited by John DeBello. It was really awful, but for some reason I still remember it pretty well. It had so many sequels, and the original was re-released in 95. The 87-minute-long theatrical... We'll finish our chat later. Let's take a walk around here. Okay. Ich wollte nicht aussteigen, Zach, is there lieber. something here that you want to check out? We're supposed to go through Anna Graham's file at the sheriff's Fängt jetzt von office. vorne mal an zu reden? If you want to act Ja on nicht. a hunch, then I'm with you. Gucken wir uns doch die Gegend noch ein bisschen an. Wir haben noch 7 Stunden Zeit, bis wir da sein müssen. Ja, das stimmt, die Zeit läuft ja so langsam ab. Ja, momentan versuchen wir gerade die Zeit ein bisschen tot zu kriegen, bis er fertig geredet hat, auch wenn er jetzt gerade nicht mehr weiterredet. Das Ding ist aber, meistens sind die Autofahrten wesentlich länger und die Gespräche wesentlich kürzer. Das heißt, viel Leerlauf. Recht uninteressant dann. Deswegen muss man sich die Autofahrten immer so ein bisschen schön machen. Und das Problem ist, in diesem Spiel wird man sehr viele Autofahrten machen. Das heißt, ja. Genau, das heißt das. So, wir nehmen uns hier mal noch eine Karte von Lily Ingram. Warum lässt die ihre Karte hier liegen? Weiß ich nicht. Mann, Lilly. Kriegt's aber auch nie wieder. Kannst du vergessen, ist meine Die ist jetzt. ziemlich viel wert. Ja, Wer hat die Karte überhaupt gemacht? das frage ich mich auch. Dong. Dong. Sehr wendig, das Auto, muss ich sagen. Ja, es ist ein... Man nennt es Panzer. Ne, passiert nichts. Er will nicht mehr reden. Er Äh, ist beleidigt. warte mal, da hinten ist noch was. Tatsächlich. Handbremse. Oh, schade. Ich dachte, das dreht sich jetzt auch schon im Stand so. Ah, doch ein bisschen.
So, okay. Da hinten ist irgendwas. Da will ich jetzt kurz mal untersuchen, was das ist. Was genau meinst du? Ach, jetzt redet er wieder. Picking up from where we left off. So, Zach. About the bonus Ja, features genau. in DVDs Von vorne. Der fängt wirklich von vorne an. Was ist das hier? The 80s have almost no bonus material. Oh. Even if they do, it's a trailer and the Ach, visual das ist deiner. quality is pretty bad. Ah, nö. Well, that Doof visual jetzt, ne? quality is Ja, a ich good hab grad keine reminder Hunger, of those doch. days. So many new audio and visual appliances were coming out back then. Sonst hier Do you irgendwas? remember the first video deck we Momentan sehe ich nicht, ich sehe nicht meine bought it Karte to mehr auf der record one Karte. of the Star Wars movies on TV? Ich finde die Gespräche von ihm aber recht schön, weil du auch richtig merkst, was für ein totaler Nerd er ist. Ja, Lustig Nerd, weißt Nerd, du. Ja, egal. Nerdplay und so. Ja, das ist wirklich, die Gespräche sind toll. Er ist halt so total verpeilt, aber sympathisch dabei. Killer Tomatoes, Ich mag das. filmed in 1978. Produced, directed, written, and edited by John DeBello. It was really awful, but for some reason I still remember it pretty well. It had so many sequels, and the original was re-released in 95. The 87-minute-long theatrical release bumped up to a whopping 90 minutes. But that was around the time I joined the Bureau. I never have a chance to see it. I know, Zach. Once this case is over, we can watch it together. I bet we can buy a copy on the internet pretty easily. Kommst du da durch? Kriegst du Geld? Tatsächlich. Sauber. Das Auto kann Geld sammeln. Da hat bestimmt so ein Saugschlauch. Autoschlauch. Die berühmten Autosaugschläuche kommen Ja. nicht dadurch, wahrscheinlich nicht, Ja. ne? Das war klar. Und ein bisschen Schaden. Du kriegst nicht mal Schaden? Oh, Brunnenrahmen. Stabiles Auto. Komm, ich war so langsam. Ja und? Das war jetzt eigentlich ziemlich fester Bump hinten. Bin gegen die Wand gefahren rückwärts. So, Auf gut, jeden Fall ist jetzt. unser Tank extrem schlecht. Der ist jetzt schon Ja. Fünftel leer. Wow. So, Gespräch ist fertig. Wir können jetzt endlich mal einen Checkpoint. Check.